macht Spaß. Es sind gerade Sommerferien in Pontypandy. Norman studiert gerade eine alte Karte, die er gestern Abend auf dem Dachboden entdeckt hat, als Sarah vorbeikommt. Hey Norman, was hast du denn da? Hi Sarah, eine Schatzkarte. Eine Schatzkarte? Echt? Zeig mal her. Guck mal her, das muss die alte Burgruine vor der Küste sein. Dort soll es angeblich einen alten Piratenschatz geben. Im Verlies der Burg soll sich eine große Truhe voller Gold und Edelsteine befinden. Ja, die Insel kenne ich. Aber wie kommt man dort ohne Boot hin? Das lass mal meine Sorge sein. Pirat Norman hat schon alles geplant. Einige Zeit später sind Pirat Norman und Sarah an der Steilküste von Pontypandy angekommen. Die alte Burgruine thront auf einer kleinen Insel vor der Küste. So, Sarah, da wären wir. Jetzt noch schnell unser Boot klar machen. Boot? Welches Boot? Ich sehe hier kein einziges Boot. Unser Boot ist natürlich gut versteckt. Moment. Tada! Unser Boot. Eine alte Badewanne? Ist das dein Ernst, Norman? Naja, aber sie schwimmt. Das habe ich schon ausprobiert. Zusammen hieven Sarah und Norman das Boot, oder besser gesagt die Badewanne, in Richtung Wasser. Guck, die Badewanne schwimmt. Gibst du mir noch bitte die Paddel? Unglaublich, die Wanne schwimmt tatsächlich. Hier, der Stock. So, jetzt kann's losgehen. Auf zur Pirateninsel. Die starke Strömung treibt das provisorische Boot von Sarah und Norman in Richtung der kleinen Insel. Angelegt, Pirat Norman. Vielen Dank, Sarah. Du zuerst bitte. Komm, ich helfe dir aus dem Boot raus. Wow, guck dir diese mächtigen Mauern an. Das scheint der Eingang zum Verlies zu sein. Komm, Sarah, wir müssen einen Schatz finden. Okay, Norman. Ob das alles eine gute Idee war? Natürlich, du wirst schon sehen. Der Riegel klemmt etwas. So, offen. Das ist da ja stockfinster drin. Auch daran habe ich natürlich gedacht. Hier, eine Taschenlampe. Oh, ich sehe ein schweres Gitter auf dem Boden. Mal gucken, ob ich es anheben kann. Ja, es geht. Guck mal, Sarah, ich hatte recht. Eine Schatztruhe. Nur mit viel Kraft schaffen es Sarah und Norman, die schwere Kiste aus dem Verlies zu heben. Ist die aber schwer. Keiner der beiden bemerkt, dass ihr Badewannenboot langsam von der Insel wegtreibt.
Fast geschafft, Sarah. Und wie kriegen wir jetzt die Truhe auf? Tja, mal gucken, ob sie überhaupt abgeschlossen ist. Sie geht auf. Und? Ein Schlittschuh? Ein Piratenschlittschuh vielleicht? Seit wann fahren Piraten Schlittschuh? Ich weiß auch nicht. So richtig alt sieht das Teil auch nicht aus. Ich glaube, hier will uns jemand verkohlen. Naja, immerhin scheint er meine Größe zu haben, glaube ich zumindest. Ach, egal. Die nehmen wir auf jeden Fall mit ins Boot. Oh Mann, Norman, was für eine Enttäuschung. Boot? Norm, unser Boot ist weg. Oh nein, unser Boot. Ich muss vergessen haben, es festzumachen. Norman, wie kommen wir jetzt hier nur von der Insel wieder weg? In diesem Moment stößt Mike Flood auf die seltsamen Kleidungsstücke von Norman Price. Nanu, wem gehören denn die Sachen hier? Kurz darauf sieht Mike die beiden gestrandeten Schatzsucher auf der einsamen Insel wild mit ihren Armen wedeln. Hilfe! Hier sind wir! Wir kommen hier nicht mehr weg! Ahoi, ihr beiden da drüben! Keine Sorge, ich hole Hilfe! Ich werde mit meinem Handy die Wasserwacht rufen. Hallo? Hier ist Mike Flood. Wir brauchen dringend Hilfe bei der alten Burgruine. Wenige Augenblicke später geht der Notruf in der Zentrale der Wasserwacht ein. Oh, ein Notruf. 2 Personen sitzen auf der kleinen Insel fest. Ich werde sofort mit Neptun ausrücken. Zunächst muss ich aber erst meine Rettungsweste anziehen und meinen Helm aufsetzen. Und ab nach unten zum Rettungsboot. Hilfe! Hierher! Ja, hier sind wir. Los, Kinder, ab ins Rettungsboot. Aber ganz langsam. Schön einer nach dem anderen. Was habt ihr beiden hier auf der verlassenen Insel zu suchen? Wir waren auf Schatzsuche, aber unser Boot war auf einmal irgendwie weg. Schatzsuche? Habt ihr denn auch einen Schatz gefunden? Naja, nicht direkt. Nur diesen ollen Schlittschuh. Und wieder geht ein spannendes Abenteuer in Pontypandy zu Ende. Falls euch das Video gefallen hat, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch, hinterlasst einen Kommentar
oder lasst sogar ein Abo da, um auch in Zukunft keine Filme mehr zu verpassen.